Hallo meine lieben Nähfreunde! Heute nähen wir den einfachsten Rock der Welt. Dafür braucht ihr nur einen Stift, ein Maßband und Papier. Keine teuren Schnittmuster und keine teuren Systeme. Ich bin ja Schnittmusterdesignerin und muss dabei ständig rechnen. Ich weiß, dass das vielen Leuten echt auf den Nerv geht, wenn man sich selbst ein Schnittmuster erstellt, dass man da ganz viel rechnen muss. Bei der heutigen Variante verspreche ich euch, dass ihr nur eine ganz kleine Rechnung machen müsst, also ohne Pi, ohne Dreisatz, ohne komplizierten Rechenweg, einfach nur mit euren Maßen. Das Coole ist, dass ihr diesen Rock in allen möglichen Varianten nähen könnt. Ob ihr ihn für Kinder nähen wollt oder für euch selber, und das für alle Größen. Ob ihr eher curvy seid oder super schmal, spielt hierbei gar keine Rolle. Ihr messt euch ja schließlich ab. Ich habe mal ein paar Entwürfe zu den Röcken gemacht. Und zwar gibt es da verschiedene Varianten. Ihr könnt ihn ganz klassisch gleichmäßig nähen und der endet dann zum Beispiel über eurem Knie. Wenn ihr ihn aber lieber lang möchtet oder als Vokuhila-Version, ist auch das möglich. Ich zeige euch dann, wie ich das meine und wie man das nähen kann. Ich habe mir auch überlegt, dass man diesen Rock auch asymmetrisch nähen kann. Auch so eine Variante stelle ich euch dann später vor. Und das Coolste daran ist, dass man diesen Rock wirklich super schnell nähen kann. Wenn ihr Nähanfänger seid, werdet ihr ein bisschen länger brauchen, aber es ist für euch wirklich machbar, versprochen. Und wenn ihr fortgeschritten seid, dann verspreche ich euch, dass ihr innerhalb von einer Stunde fertig seid. Ist das nicht genial? Wichtig ist, dass ihr hierfür Webware benutzt. Die fliegt einfach am besten. Dafür könnt ihr aber auch alle Varianten benutzen. Ob ihr eher Viskose benutzt oder ob ihr lieber eine klassische Webware wollt oder ob ihr mit Tüll arbeiten wollt, Plissé, alles möglich, gar kein Problem. Ihr braucht noch ein Gummi dafür und ich zeige euch mal, wie ihr euch dafür ausmessen müsst. Kommen wir mal zum spannenden Teil, zum Ausmessen. Ihr braucht auf jeden Fall auch einen Stift. Schreibt euch eure Maße mit. Ich kenne das aus dem Alltag, dass man die dann immer wieder vergisst und immer wieder von vorne nachmisst. Also ich habe jetzt hier ein ganz normales Maßband. Der Rock soll hier oben auf der Taille sitzen, aber ich muss ihn ja auch über meine breiteste Körperstelle ziehen. Bei mir ist das die Hüfte, das kann bei euch anders sein. Deswegen nehme ich mir jetzt mein Maßband und messe wirklich die breiteste Stelle meines Unterkörpers, wie gesagt bei mir die Hüfte, und nehme hier Maß. Dieses Maß müsst ihr euch aufschreiben. Wie gesagt, das kann bei euch eine andere Stelle sein. Nehmt einfach die Stelle mit dem breitesten Volumen. Dieses Maß schreibe ich mir jetzt auf. Ich weiß, dass es Frauen gibt, wie mich, da ist vielleicht hinten dran ein bisschen mehr los. Das heißt, die meisten Röcke stehen hinten ein bisschen höher als vorne. Und das wollen wir Ladies ja eigentlich gar nicht haben. Deswegen empfehle ich, bei den Ladies, die ein bisschen kurviger sind, dass ihr einfach beim hinteren Rockteil ein bisschen mehr Stoff nehmt. Ich habe dafür das Schnittmuster einfach ein bisschen erweitert und damit könnt ihr einfach mit 3 cm mehr einen viel besseren Sitz modifizieren. Und dann müsst ihr euch natürlich noch überlegen, wie lang der Rock sein soll. Also entweder nehmt ihr einen eurer Lieblingsröcke und messt mal, wie lang der ist, oder ihr nehmt jetzt von der Taille an, wo der Rock sitzen soll, nach unten das Maßband und schaut mal, wie weit geht es über das Knie. Oder wollt ihr einen Midi-Rock nähen, dann geht es ja bis zum Schienbein. Oder vielleicht einen kurzen Mini-Rock, der würde dann ungefähr bis hier gehen. Schaut einfach mal, wie lang der Rock sein soll. Dieses Maß schreibt ihr euch dann auch noch auf. Bei diesem Schnittmusterprojekt gefällt mir ganz besonders gut, dass man so schön variieren kann. Also, dass ihr den Rock in verschiedenen Längen nähen könnt oder auch bei den Längen im Rock selbst variieren könnt. Man kann sogar Taschen integrieren, weil wir ja Seitennähte haben. Auch das ist super einfach. Und wenn ihr den Rock aus ganz einfachem Stoff näht, könnt ihr zum Beispiel noch applizieren oder Bügelbilder aufbringen. Beim heutigen Schnittmuster zeige ich euch den Schnitt für einen Kinderrock. Ich habe versucht, einen Erwachsenenrock für euch aufzunehmen, aber leider ist das einfach alles viel zu groß und wäre viel zu weit weg gewesen, um das zu filmen. Deswegen habe ich die Kindervariante jetzt einmal aufgenommen, aber ihr könnt das 1:1 genauso für Erwachsene übernehmen. Beginnen wir doch einmal mit der Berechnung von unserem Rockbund. Ich habe einmal ausgemessen, der Umfang meines Kleinkindes sind 60 cm.
Diese 60 cm Umfang brauchen wir ja mindestens. Das ist sehr wichtig, dass wir die haben. Die teile ich jetzt einmal durch 4. Also ich brauche ein Viertel vom Umfang. Das sind in diesem Fall 15 cm. Und dann addiere ich zu diesen 15 cm noch 2,5 cm für einen bequemen Sitz des Rockes. Der soll bequem sitzen und nicht zu eng werden. Dann kommen wir auf 17,5 cm Umfang des Schnittmusters. Ganz wichtig, hier geht es ja nur um das Schnittmuster. Das wird dann unser Bund. Ich nehme jetzt erstmal mein Schnittmusterpapier und falte das einmal an der Kante, sodass ein 45 Grad Winkel entsteht. Also wir brauchen hier so eine Schräge. Und damit man sich sicher ist, kann man das jetzt auch nochmal kontrollieren. Ich habe zum Beispiel so ein Quiltlineal, da ist ein 45 Grad Winkel eingezeichnet. Wenn ich das anlege, sehe ich schon, das passt. Oder ihr schaut mal auf eurer Schneidematte, dort sind nämlich meistens auch die Linien für die Winkel drauf. Da sind auch eigentlich immer 45 Grad dabei. Legt es einfach mal an. Ihr seht hier diese Sonnenstrahlen auf meiner Schneidematte. Jetzt nehme ich mir aber mal mein Maßband mit den 17,5 Zentimetern, die waren ja so wichtig, und lege das so ein bisschen in so einer kleinen Rundung, schaut mal, so biegbar, in so einer Rundung in der Nähe der Spitze ab, so dass es eine schöne Rundung gibt. Jetzt zeichne ich mir an einer Stelle, ganz wichtig, nur an einer Stelle an, wo das Maßband lag. Diese Stelle ist jetzt markiert. Hier wird unser Schnittmuster dann beginnen. Jetzt messe ich von der Spitze bis zu meiner Markierung die Strecke ab. Hier sind es genau 22 cm. Glück gehabt, das ist eine schöne runde Zahl. Und jetzt lege ich mein Maßband oben immer an dieser Spitze an und drehe es rundherum und markiere mir dann immer wieder mit Strichen diese 22 cm. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass dieses Maßband euer Zirkel ist, wie früher im Matheunterricht. Schon ist der Bund fertig von unserem neuen Schnittmuster. Also das wird jetzt oben der Bund. Jetzt habt ihr ja die Länge ausgemessen, wie lang euer Rock werden soll. In meinem Fall waren das 27 cm. Ist ja ein Kleinkindrock. Oder für Erwachsene wäre das jetzt eher ein Minirock. Und diese 27 cm lege ich jetzt an der Kante an der ich jetzt zum Beispiel auch meine große Markierung gemacht habe. Da sehe ich das einfach am besten und markiere mir wieder. 27 cm sind genau hier. Die anderen 27 cm markiere ich mir auch nochmal an der anderen Kante. Auch hier werde ich wieder eine Markierung setzen bei 27 cm. Und jetzt orientieren wir uns genau an dieser Rundung und markieren immer 27 cm, schieben dabei immer das Maßband ein kleines Stück links weiter und rechts wird es aber ein bisschen weiter geschoben. Also haben wir hier trotzdem noch so ein bisschen die Zirkelvariante wie am Anfang und schieben einfach immer ein kleines Stück weiter mit diesen 27 cm. So ist der Rock immer exakt gleich lang. Und jetzt beschrifte ich noch mein Schnittmuster. Also an der einen Kante haben wir den Stoffbruch für den Zuschnitt. Und weil ich ziemlich vergesslich bin, was meine Schnittmuster angeht, markiere ich mir auf jeden Fall noch, oder notiere mir besser gesagt, dass es keine Saumzugabe und keine Nahtzugabe zumindest auf diesem Papier gibt. Die muss ich dann immer selbst hinzufügen, je nachdem, was für einen Saum ich nähen möchte. Deswegen schreibe ich mir das immer auf alle Schnittmuster drauf, ob eine Nahtzugabe dabei ist oder eine Saumzugabe ergänzt werden muss. Wenn ihr jetzt die Vokuhila-Variante nähen wollt oder eben die Variante, die nach hinten länger wird, dann zeige ich euch mal, wie man das macht. Euer Schnittmuster für die Vorderseite des Rockes schneidet ihr genauso zu, wie wir es gerade beschrieben haben. Und zusätzlich braucht ihr jetzt noch einen Schnitt für die Rückseite. Da wird dort oben noch etwas hinzugefügt, nämlich 3 bis 4 cm, falls es um die kurvige Variante geht. Für die Vokuhila-Variante könnt ihr dort oben aber auch ein bisschen mehr hinzufügen. Also dieser pinke Strich kann dann unendlich lang werden, damit ihr diesen coolen Vokuhila-Look hinbekommen könnt. Zieht dann die Linie wieder nach vorne zur gewünschten Länge.
Das Rockteil könnt ihr dann ausschneiden. Jetzt brauchen wir aber noch das Schnittmuster für den Bund. Dafür nehme ich mir meinen Gummi vor. Mein Gummi ist 2,5 cm breit und genauso breit muss ja dann auch der Bauchbund sein, beziehungsweise der Tunnel, durch den ich den Gummi ziehen möchte. Ich nehme dafür erstmal mein Maß, 17,5 cm. Das hatten wir ja bereits zu Beginn ausgerechnet. Dieses Maß habe ich jetzt mal 2 genommen, das sind dann bei mir 35 cm Länge. Das habe ich jetzt mal als Maß B aufgeschrieben. Und dann haben wir ja noch diesen Gummi mit den 2,5 cm Breite. Und die nehme ich mal 2, weil wir ja einen Bund haben, der doppelt genäht wird, also 5 cm. Und schon habe ich die Maße für meinen Bauchbund. Das ist jetzt Maß A. Also haben wir hier die Länge, 35 cm, und die Breite von 5 cm. Dieses Schnittteil kann ich mir jetzt ganz einfach aufzeichnen, weil wir ja hier rechte Winkel haben, geht das ganz einfach. Ich nutze dafür zum Beispiel ein Quiltlineal. Wichtig ist, dass ich auch hier wieder beschrifte und habe mir jetzt auch hier wieder aufgeschrieben, dass ich keine Nahtzugabe auf dem Schnittmuster habe und schneide mir das jetzt aus. Und mehr als diese 2 Schnittteile brauchen wir gar nicht, dann können wir jetzt ja auch zuschneiden. An meinem Rockteil zeichne ich mir die Saumzugabe von 2,5 cm an, weil ich die mit dem Augenmaß auf gar keinen Fall rausschneiden kann. Den 1 cm Nahtzugabe bekomme ich aber ganz gut hin, den ich an den Seiten und oben am Bund hinzugefügt habe. Beim Bauchbund muss rundherum jeweils 1 cm Nahtzugabe hinzugefügt werden. Dazu kommt, dass wir das zweimal zuschneiden. Jetzt können wir uns unsere 4 Schnittteile und unseren Gummi einmal vornehmen. Ich nehme jetzt die Rockteile vor und lege diese rechts auf rechts genau aufeinander. Jetzt werde ich die Seiten mit den Stoffklammern feststecken. Diese Seitennähte werden jetzt mit dem Geradstich mit 1 cm Nahtzugabe geschlossen. Wenn ihr Probleme habt, diesen 1 cm Nahtzugabe schön gerade zu nähen, orientiert euch doch an eurer Nähmaschine, dort sind Markierungen. Oder näht einfach ganz langsam und übt diesen Geradstich. Irgendwann schafft ihr das bestimmt. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt wird es noch versäubert. Ich nutze dafür die Overlock-Maschine, fühlt euch aber nicht genötigt, euch deshalb eine zu kaufen. Ihr könnt hier auch den Zickzackstich benutzen, um die Webware zu versäubern. So franzt der Rock nicht aus. Unsere beiden Schnittteile für das Bauchbündchen legen wir jetzt auch einmal schön rechts auf rechts aufeinander und stecken sie erstmal fest, zumindest die Enden. Und jetzt braucht ihr einen Markierstift. Ich nutze dafür einen Trickmarker, den habe ich euch mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt aber auch Schneiderkreide benutzen und damit markiere ich meine 2 cm Öffnung, in die ich dann mein Gummi ziehen kann. Jetzt wird mit dem Geradstich festgenäht. Die eine Seite nähen wir komplett zusammen und die markierte Seite, da lässt man jetzt diese 2 cm aus und näht dann direkt nochmal unten diesen 1 cm fest. Natürlich werden hier diese Nähte auch immer gut verriegelt. So sieht das Endergebnis von dieser Seite aus. Jetzt nehme ich mir diesen Bauchbund einmal vor, denn der muss ja jetzt an den Rock gesteckt werden. Dafür seht ihr, hier ist dieses Loch, diese Öffnung, durch die dann der Gummi kommt. Und jetzt nehme ich mir mal die Nahtzugaben vor, die nehme ich so ein bisschen auseinander. Man kann die jetzt auch auseinander bügeln, wenn das ein bisschen störrisches Material ist. Und stecke es direkt an den Seiten des Rockes fest. Dabei Achtung, dass ihr diese Öffnung für den Gummi natürlich nach außen nehmt, also der soll dann innen im Rock sein und nicht außen am Rock sein. Deswegen müsst ihr dann immer noch mal schauen, ob ihr jetzt den Bund richtig rum angesteckt habt. Achtet darauf auf jeden Fall, bevor ihr jetzt den Bund mit dem Geradstich einmal rundherum festnäht. Dafür nehme ich wieder 1 cm Nahtzugabe und nähe rundherum fest. Auch versäubern ist hier wieder absolut ein Muss. Ich habe hier wieder die Overlock benutzt und kann jetzt meine Fadenraupe einmal vernähen. Aber hier geht, wie gesagt, auch der Zickzackstich.
Und jetzt schaut mal, hier ist diese Öffnung für den Gummi. Jetzt nehme ich mir einfach mein Gummiband vor. Ich schneide das nicht zu. Das wird dann live anprobiert und dann anhand meiner Maße und meiner persönlichen Präferenz abgeschnitten. Und jetzt können wir das Gummiband zum Beispiel mit Hilfe einer Sicherheitsnadel durch diese Tunnelöffnung führen. Das dauert ein bisschen, ihr braucht ein bisschen Geduld. Jetzt kann ich meine Sicherheitsnadel wieder entfernen. Der Rock wird einmal anprobiert und dann markiere ich mir am besten, wo dieser Gummi enden soll. Dann schneidet ihr den Gummi ab. Vielleicht zieht ihr den vorher noch mal ein bisschen raus, damit ihr den dann auch ganz bequem festnähen könnt. Und jetzt stecken wir den Gummi noch mal fest. Dafür nehme ich wieder Stoffklammern, um nicht durchzustechen und nähe den Gummi dann einfach mit dem Zickzackstich zusammen und dann nochmal mit dem Geradstich über diese Naht drüber, damit die schön glatt aufliegt. Sollte sich bei euch mal was verheddern oder eure Nähmaschine nicht weiterkommen an dem Gummi, da gibt es verschiedene Hilfsmittel für diese Höhen oder ihr nehmt einfach euer Nähfüßchen nochmal hoch. Jetzt können wir den Gummi einfach in dieses Loch ein bisschen reinstecken, ein bisschen ziehen und dann verschwindet der einfach in dieser Öffnung. Die könnt ihr jetzt schließen, zum Beispiel mit dem Leiterstich oder einfach offen lassen. Ich habe das jetzt gleich mal genutzt und einfach einen Geradstich genommen, damit mein Gummi fixiert ist und sich nicht verdrehen kann, zum Beispiel wenn der Rock in der Waschmaschine ist. Jetzt sieht der Rock schon fast fertig aus. Jetzt müssen wir uns entscheiden, welchen Saum wir machen wollen. Also ich habe mir jetzt einen kleinen Profisaum überlegt. Ihr könnt jetzt aber auch einfach mit dem Zickzackstich versäubern oder ihr nehmt die Overlock-Maschine einmal gerade lang durch. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich einen doppelten Saum nähen möchte, beziehungsweise wird er einfach zweimal umgeschlagen. Erst versäubere ich mit der Overlock. Wie gesagt, das könnt ihr auch mit dem Zickzackstich erledigen. Und dann wird einmal nach innen umgeklappt und ganz knappkantig abgesteppt mit dem Geradstich. Das Schöne ist bei Webware, dass man auch einfach die Universalnadel und einen Standard-Geradstich verwenden kann. Jetzt sieht der Saum eigentlich schon fast fertig aus. Vielleicht seid ihr auch schon zufrieden mit diesem Ergebnis. Aber der Rock fällt am allerbesten, wenn ihr jetzt noch einmal den Saum umschlagt. Das gibt dem Saum dann nochmal diese gewisse Schwere, die ihr braucht, um perfekt zu liegen. Jetzt wird er noch einmal umgeschlagen und damit ich das gut festnähen kann, habe ich das jetzt einmal auch nochmal mit dem Bügeleisen gebügelt, also einmal dieses umgeschlagene gebügelt, teilweise sogar ein bisschen mit festgesteckt, damit das gut funktioniert. Wenn das rundherum einmal erledigt ist, dann nehmen wir unser Nähgut wieder unter die Nähmaschine und nähen jetzt wieder mit dem Geradstich ganz knappkantig ab. Dabei orientiere ich mich diesmal komplett am Nähfüßchen und an den Kanten vom Nähfüßchen, damit es wirklich schön gerade wird, denn diese Naht ist ja danach sichtbar und die soll perfekt aussehen. Deswegen habe ich immer den Stoff genau am Nähfüßchen lang geführt. Jetzt ist unser Rock schon direkt fertig. Webware ist halt auch wirklich ein dankbarer Stoff, deswegen wird dieser Rock, egal mit welcher Webware, toll fallen. Die Details sind auch super praktisch, zum Beispiel, dass der Gummi sich hier nicht verdrehen kann, weil wir den einmal festgenäht haben und der Saum wird perfekt fallen, wenn ihr diesen Saum zweimal umschlagt und so schön knappkantig absteppt, dann wird dieses Projekt auch perfekt. Meinen Rock habe ich aus Chiffon genäht und den gleichen Gummi genommen. Dabei habe ich mir aber eine Vokuhila-Variante genäht und ich finde, dieser Rock fällt so schön und so leicht und ist perfekt für den Sommer. Also ich liebe diese Vokuhila-Variante. Ich habe jetzt schon mehrere Rockvarianten genäht. Wenn das Schnittmuster einmal fertig ist, dann geht das wirklich super schnell. Ihr braucht nicht mal einen Nachmittag dafür. Und ich finde es wirklich schön und gelungen. Dieser Dreiviertelteller-Rock, den wir hier genäht haben, ist dabei ein richtiger Klassiker und das einfachste Schnittmuster, das man für sich selbst erstellen kann. Ich hoffe, dass euch dieses Modell gefällt und ich wünsche mir natürlich Fotos von euch. Also verlinkt mich gern bei Instagram, wenn ihr solche Bilder posten möchtet und folgt meinem Kanal für neue Videos und immer neuen Input. Ich freue mich auf euch. Macht's gut!